Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Jonas. Und ich bin Lena. Schön, dass ihr da seid. Heute reden wir über etwas, das jeden Tag passiert. Essen. Genau, Food in Deutschland. Und ganz ehrlich, mein erster Einkauf hier war wie ein kleines Abenteuer. Neues Wort. Abenteuer. Ein Abenteuer ist etwas Neues und Spannendes, das passiert. Beispiel. Der erste Einkauf war ein echtes Abenteuer. Ich stand im Supermarkt und dachte, warum gibt es 20 Sorten Brot? Neues Wort. Sorte. Das bedeutet eine Art von etwas. Zum Beispiel eine Art Brot. Beispiel. Es gibt viele Sorten Käse. Weil Deutschland. Und ich wusste nicht, welches Brot passt zu mir. Neues Wort. Passend zu. Das bedeutet, es ist gut für dich oder für deinen Geschmack. Beispiel. Dieses Brot passt nicht zu mir. Du hast das Brot gefühlt. Ja, ich habe die Packungen angeschaut wie Kunst. Ich habe nur auf den Preis geschaut. Und ich so, dieses Brot hat Charakter. Und ich so, dieses Brot hat 1,29. Weißt du noch, als du Quark kaufen wolltest? Oh nein, ja. Du dachtest, es ist wie Joghurt. Ich dachte, es ist süß. Ich habe ihn gelöffelt und mein Gesicht. Neues Wort. Löffeln. Das bedeutet mit einem Löffel essen. Beispiel. Ich löffle Suppe. Dein Gesicht war ein Gedicht. Es war ein Drama. Neues Wort. Drama. Das bedeutet eine starke, oft übertriebene Situation. Beispiel. Es war ein Drama wegen dem Quark. Und die ganze Küche war still. Ich habe nur geguckt und dachte, okay, sie lernt gerade Deutschland. Aber danach habe ich gelernt. Und ich habe mich angepasst. Du meinst, du liest jetzt die Verpackung. Neues Wort. Verpackung. Das bedeutet das Material um ein Produkt herum. Beispiel. Auf der Verpackung steht die Zutatenliste. Ja, ich lese. Manchmal sogar zu viel. In Deutschland steht wirklich alles drauf. Kalorien, Zutaten, Herkunft. Neues Wort. Zutaten. Das bedeutet die Dinge, aus denen ein Essen gemacht ist. Beispiel. Mehl und Eier sind Zutaten. Und manchmal auch kann Spuren enthalten. Neues Wort. Spuren. Das bedeutet sehr kleine Mengen von etwas. Beispiel. Das Produkt kann Spuren von Nüssen enthalten. Das klingt wie eine Krimiserie. Ich dachte kurz, das Produkt ist gefährlich. Es heißt nur, da könnte minimal was drin sein. Ich liebe auch diese deutschen Klassiker. Sag jetzt nicht Brotzeit. Doch, Brotzeit. Einfach Brot, Butter, Käse und man ist glücklich. Neues Wort. Klassiker. Das bedeutet etwas, das viele kennen und oft machen. Beispiel. Brot mit Käse ist ein Klassiker. Das ist pragmatische Küche. Bei mir zu Hause war Essen oft ein Event. Neues Wort. Event. Das bedeutet ein besonderes Treffen oder eine besondere Aktion. Beispiel. Das Familienessen war ein Event. Viel Kochen, viel Stimmen, viel Lärm. Genau. Und hier ist es manchmal still. Jeder ist vor dem Laptop. Das war für mich auch ungewohnt. Ich habe mich am Anfang gefragt, ist das normal? In vielen WGs ja. Jeder hat seinen Rhythmus. Aber Berlin ist auch anders. Du kannst wirklich alles finden. Neues Wort. Finden. Das bedeutet etwas entdecken oder bekommen. Beispiel. In Berlin findest du viele Restaurants. Ja, Falafel, Sushi, Döner, Ramen. Und du kannst um 2 Uhr nachts noch essen. Das erste Mal dachte ich, das ist Freiheit. Ich dachte, das ist gefährlich für mein Konto. Neues Wort. Gefährlich. Das bedeutet, es kann Probleme machen. Beispiel. Spätessen ist gefährlich für meinen Schlaf. Und auch gefährlich für meinen Schlaf. Ja, Spätessen und dann noch Zucker, das ist ein Abenteuer Teil 2. Lass uns kurz die Basics machen. So wie wir reden, wenn wir bestellen. Okay, Mini-Basics, aber ohne Schulgefühl. Genau, nur so, wie wir wirklich sprechen. Ich hätte gern, Ich nehme haben Sie auch ohne Zwiebeln bitte. zum Mitnehmen oder hier? Ich zahle mit Karte. Kann ich die Speisekarte sehen? Das war lecker, danke. Neues Wort. Bestellen. Das bedeutet, im Restaurant sagen, was du essen oder trinken willst. Beispiel. Ich bestelle eine Suppe. Und wenn du keine Zeit hast, sagst du oft, neues Wort, zum Mitnehmen. Das bedeutet, du nimmst das Essen mit nach Hause. Beispiel.
Ich nehme den Kaffee zum Mitnehmen. Und wenn du noch gar nicht weißt, was du willst. Neues Wort. Speisekarte. Das bedeutet die Liste mit Essen und Preisen im Restaurant. Beispiel. Kann ich die Speisekarte sehen? Und jetzt die Realität. Du stehst an der Kasse und alle hinter dir sind schnell. Beispiel. An der Kasse habe ich Druck. Neues Wort. Druck. Das bedeutet Stress, weil man schnell oder richtig sein will. Beispiel. An der Kasse habe ich Druck. Du willst nicht langsam sein. Und du nickst, obwohl du nichts verstanden hast. Und dann sagt die Kassiererin etwas und du hörst nur Neues Wort. Nicken. Das bedeutet den Kopf hoch und runter bewegen, um Ja zu sagen. Beispiel. Ich nicke, obwohl ich unsicher bin. Klassiker. Und danach denkst du, was habe ich gerade akzeptiert? Vielleicht hast du gerade Payback gesagt. Genau. Und ich so, ja. Und dann, warum ja? In meinem ersten Monat habe ich oft falsch gekauft. Zum Beispiel, Sahne statt Milch. das war ein intensiver Kaffee. Oder ich habe scharf unterschätzt. Ich dachte, das ist nur ein bisschen. Neues Wort. Unterschätzen. Das bedeutet, du denkst, etwas ist leichter oder kleiner, als es wirklich ist. Beispiel. Ich habe die Schärfe unterschätzt. Und dann brennt der Mund. Neues Wort. Brennen. Das bedeutet, es tut weh wie Feuer. Beispiel. Mein Mund brennt von Chili. Ich war kurz vorm Weinen, aber ich wollte cool bleiben. Neues Wort. Cool bleiben. Das bedeutet ruhig wirken, auch wenn es schwer ist. Beispiel. Ich versuche cool zu bleiben. In Deutschland sagt man dann nur Uff. Ja, nur uff und trinken. Und dann kommt das deutsche Essen in der Mensa. Ah ja, die Mensa. Neues Wort. Mensa. Das bedeutet ein günstiges Restaurant an der Uni. Beispiel. Ich esse mittags in der Mensa. Du siehst Eintopf und denkst, was ist das? Neues Wort. Eintopf. Das bedeutet ein Essen, bei dem viele Zutaten zusammengekocht werden. Beispiel. Heute gibt es Linseneintopf. Und dann ist es alles zusammen. Das ist der Sinn von Eintopf. Bei mir zu Hause hat man oft viele kleine Teller. Hier manchmal. Ein Teller. Fertig. Aber ich mag's manchmal. Es ist unkompliziert. Genau. Und günstig. Kulturkontrast. Bei uns ist Gäste haben gleich Essen machen. Viel Essen. Und die Gäste müssen essen, auch wenn sie schon satt sind. Neues Wort. Satt. Das bedeutet, du hast genug gegessen. Du bist voll. Beispiel. Ich bin schon satt. Ja. Und wenn du sagst, nein, danke, heißt das, doch, bitte. In Deutschland sagen viele, wenn du willst, nimm dir was. Und du musst wirklich selbst nehmen. Das ist Freiheit. Und Verantwortung. Neues Wort. Verantwortung. Das bedeutet, du musst selbst gut entscheiden und handeln. Beispiel. Beim Buffet hast du Verantwortung. Am Anfang dachte ich, soll ich jetzt wirklich nochmal? Ja, wenn du willst. Und wenn nicht, ist auch okay. Apropos Buffet. Kennst du dieses Gefühl, wenn du zu spät kommst? Neues Wort. Zu spät. Das bedeutet nach der richtigen Zeit. Beispiel. Ich komme zu spät zum Essen und nur noch Nudeln ohne Soße da sind. Genau. Oder Salat, der traurig aussieht. Trauriger Salat ist auch ein Drama. Und du willst nicht unhöflich sein, aber du bist enttäuscht. Neues Wort. Enttäuscht. Das bedeutet, du bist traurig, weil etwas nicht so gut ist wie. Beispiel. Ich bin enttäuscht, weil nichts mehr da ist. Du lächelst, aber innerlich weinst du. Innerlich. Sehr deutsch. Was ich in Deutschland auch gelernt habe. Termine fürs Essen. Du meinst Reservierung. Neues Wort. Reservierung. Das bedeutet, du meldest vorher an, dass du einen. Beispiel. Ich mache eine Reservierung für 2 Personen. Ja, in manchen Restaurants ohne Reservierung keine Chance. Und du musst pünktlich sein. Neues Wort. Pünktlich. Das bedeutet genau zur richtigen Zeit. Beispiel. In Deutschland bin ich pünktlich. Das war bei uns anders. Man kommt, man sitzt, man wartet, man redet. Hier 19 Uhr heißt 19 Uhr. Und wenn du um 19:10 Uhr kommst, fühlst du dich schon wie ein Verbrecher. Genau, ein kleiner Zeitverbrecher. Und dann deutsche Supermarktregel. Oh, zum Beispiel,
Pfand. Neues Wort. Pfand. Das bedeutet Geld, das du beim Kauf zahlst und später zurückbekommst. Beispiel. Für die Flasche gibt es Pfand. Pfand ist das System, das dich erzieht. Erzieht. Das klingt streng. Neues Wort. Erziehen. Das bedeutet jemandem zeigen, wie man sich richtig verhält. Beispiel. Das Pfandsystem erzieht uns. Es ist wie: Wirf die Flasche nicht weg, bring sie zurück. Und du bekommst Geld zurück. Am Anfang war ich verwirrt. Ich hatte eine Tasche voller Flaschen wie ein Schatzjäger. Neues Wort. Verwirrt. Das bedeutet, du verstehst es nicht gut. Du bist durcheinander. Beispiel. Ich war verwirrt im Supermarkt. Und du warst stolz auf 3 Euro. Ja, das war mein kleines Business. Und dann gibt es noch Bio, Vollkorn, Light, ohne Zucker. Du brauchst fast ein Wörterbuch. Ich habe einmal Vollkorn gekauft und dachte, ich bin jetzt ein neuer Mensch. Neues Wort. Vollkorn. Das bedeutet, das ganze Korn ist fast komplett drin, nicht nur das Weiße. Beispiel. Ich esse Vollkornbrot. Und dann hast du 3 Tage später Croissants gegessen. Ja, Balance. Neues Wort. Balance. Das bedeutet ein gutes Gleichgewicht zwischen 2 Dingen. Beispiel. Ich will eine Balance zwischen gesund und lecker. Balance ist das ehrlichste Wort heute. Was ist dein deutsches Comfort-Food geworden? Kartoffeln. Ich hätte das nie gedacht. Kartoffeln sind überall. Und sie fühlen sich beruhigend an. Neues Wort. Beruhigend. Das bedeutet, es macht dich ruhiger und entspannter. Beispiel. Tee ist für mich beruhigend. Bei mir ist es ganz simpel. Nudeln mit Pesto. Neues Wort. Ganz simpel. Das bedeutet sehr einfach. Beispiel. Mein Abendessen ist ganz simpel. Und wenn es richtig hart ist, Schokolade. Das ist international. Ja, Schokolade spricht alle Sprachen. Am Ende ist Essen mehr als nur Energie. Es ist auch Erinnerung. Ja, ein Geruch kann dich sofort nach Hause bringen. Und ein Geschmack kann dir Mut geben, wenn du neu in einem Land bist. Neues Wort. Mut. Das bedeutet Kraft, etwas Schwieriges zu machen. Beispiel. Ein neues Leben braucht Mut. Und manchmal reicht schon ein warmes Brot, damit du dich weniger allein fühlst. Neues Wort. Reichen. Das bedeutet genug sein. Beispiel. Ein Kaffee reicht mir heute. Genau, und das ist vielleicht das Schönste. Frage an euch. Was ist euer Lieblingsessen in Deutschland? Und welches Essen vermisst ihr aus eurer Heimat am meisten? Schreibt's in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefällt, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Danke fürs Zuhören. Bis bald und kommt gut an.